Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir endlich wieder die Jahresrückblick Spielerwahl SBC. Beim vergangenen Mal ist die schon richtig gut angekommen und dieses Mal dürft ihr sie sogar zweimal abschließen, wenn ihr das denn wollt. Wir schauen uns natürlich zum einen eine günstige Lösung an und ich möchte euch auch meinen Player Pick natürlich auch im Anschluss dann zeigen. Günstig wird es allerdings nicht. Aber je nachdem, welche Karte man daraus ziehen oder spielen möchte, kann sich das unter anderem vielleicht für den einen oder anderen lohnen. Circa 84.000 bis 87.000 Coins, das ist der aktuelle Stand. Ja, je nach Marktgegebenheiten können dann natürlich auch Preisschwankungen vorkommen, denn sie ist 3 Tage abschließbar. Also ihr habt auf jeden Fall ein bisschen Zeit, um euch diesen Player Pick zu holen. Aber was ist eigentlich drin? Ja, das ist hier ganz besonders. Ihr könnt alle SBC-Spieler ausgenommen Icons, die bis zum Team of the Year rausgekommen sind, in diesem Player Pick haben. Und ich zeige euch das gleich dann, wie gesagt, im Anschluss. Und so sieht das Team aus, welches ihr nachkaufen könnt. Das ist hier in der Startaufstellung, nicht die Auswechselbank. Ganz, ganz wichtig. Auf der Auswechselbank sind noch Spieler dabei, die ich dann dafür verwende. Denn die sind einfach bei mir so im Verein und die können dann jetzt einfach auch weg. Okay, die Bedingungen sind folgende. Team of the Week, da brauchen wir mindestens einen Spieler. Teamgesamtbewertung 85, Team Chemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür jetzt aktuell noch mindestens 3 Tage Zeit, diese SBC abzuschließen. Und dann ist sie leider weg. Und bedenkt, ihr könnt sie sogar zweimal abschließen. Dann würde ich sagen, wir legen los. Let's go. Und damit haben wir diese SBC abgeschlossen und jetzt gebt mir noch mal ein bisschen Zeit. Ihr könnt euch jetzt auf jeden Fall zurücklehnen. Ihr habt jetzt diese SBC, wenn ihr das denn 1:1 nachkaufen wolltet, dann hättet ihr das jetzt gerade tun können. Und wenn ihr darauf wartet, was ich darin habe, dann könnt ihr zum einen hier noch ein bisschen warten, aber zum anderen könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen, denn in den nächsten Tagen werde ich auf jeden Fall diesen Pick mindestens einmal machen, aber ich denke sogar zweimal. Ja, denn ich finde das wirklich richtig gut und ich habe auch nicht jede SBC mitgenommen. Auch hier nicht. Hier beim letzten Mal habe ich, glaube ich, Müller gezogen und auf meinem Main-Account auf der Playstation, da habe ich Kanté Flashback gezogen, welche natürlich auch wirklich richtig gut ist. Und wollen wir das dann wieder hier mit einem Overlay machen? Wir geben das Ganze jetzt einmal ab und ja, Varane ist im Team, aber gut, eigentlich auch für mich völlig egal. Ist natürlich noch gut spielbar. Aber hiermit werden eh keine Spiele gemacht. Von daher warte ich jetzt einfach hier drauf, was ich vielleicht Gutes ziehen werde. So, und dann habe ich hier noch mein Icon Overlay. Das könnten wir eigentlich das könnten wir so machen. Ja, machen wir das so. Ich lasse mich auch hier nicht trollen, sondern ich gucke hier zur Seite auf mein OBS, beziehungsweise mein Monitor, wo ich das hier Ganze aufnehme. Und dann gehen wir rein und wir sehen 3 Karten. Oh, ich sehe noch nichts. Da wir einige SBCs gelöst haben, sehe ich schon mal, dass es eine Headliner wird. Oh, okay, Franzose. Ich glaube, Flashback könnte es auch nicht sein. Oh, was könnte es sein? Machen wir das Rating auf. 88. Oh, das könnte eventuell so Panzer sein. Panzer, okay, 84, das ist dann, ne, das ist eine Record-Breaker-Karte, das ist Inaki Williams und 88er, okay, dann lösen wir jetzt mal auf. Piqué, oha, das ist natürlich
Also Piqué kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Banza ist natürlich auch, der soll wohl richtig gut sein und für einige ist diesen natürlich jetzt schon abgelaufen. Der ist schon gar nicht so schlecht. Also das sind kunterbunte Karten. Ich werde mich aber hier mal für tatsächlich... Ich werde mich für einen Piqué entscheiden. Einfach, weil ich den Dude sehr sympathisch finde und ja, ich ja ohnehin ja gar nicht spielen werde. Deswegen nehme ich einfach mal Piqué. Ich finde einfach die Showdown-Karte, ja gut, ist nicht die Upgrade-Karte. Süle, die habe ich auf dem Main-Account gemacht. Aber ich finde, ich mag das Design und das Trikot, was er anhat. Das dynamische Bild, das sieht einfach richtig stark aus. Das soll es soweit gewesen sein. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne folgen auf Twitch, da werde ich noch weitere davon machen. Und jetzt das hier könnte ich tatsächlich nochmal abschließen. Aber nee, so viele Spieler möchte ich dafür auch jetzt nicht aufbringen, die hier auf dem Account zu machen, wo ich dann eh nicht damit spielen werde. Okay, ich drücke euch die Daumen. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, welche Spieler ihr in diesem Pick hattet. Also nennt mal alle Namen. Bei mir war es Banza, Inaki Williams und Piqué. Ramos ist aber heute erschienen, könnt ihr auch als SBC lösen. Und eventuell haben wir dann nochmal irgendwann eine Jahresrückblick, Spielerwahl SBC und dann haben wir Glück und ihr zieht vielleicht sogar einen Ramos. Okay, das soll es gewesen sein. Gerne Like, Kommentar und falls ihr es noch nicht getan habt, auch hier auf YouTube gerne komplett kostenfrei abonnieren. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.